Die ganze Schizophrenie begann schon einmal damit, dass einer gesagt hat, ich heiße Hans Hötzl und nenne mich Falco. Glaubst du, dass in Italien irgendein Medienkollege jemals auf die Idee gekommen wäre, zu schreiben, Alice, die sich zwar Alice nennt, aber eigentlich Carla Bissi heißt? Das interessiert niemanden. Es wurde hier eine gewisse Kunstfigur geschaffen, die mir natürlich gerade in Österreich auch sehr viele Probleme und sehr viele Unbalanciertheiten meiner eigenen Person eingebracht hat. Ich habe mich da auf ein Gespür einlassen, das natürlich auch seine Kehrseiten hat. Ne? Ich glaube nicht, dass in 10 Jahren irgendjemand hergehen wird und sagen kann, ah, das ist der. Die werden immer sagen, naja, ist er das oder ist er das oder was ist er denn jetzt überhaupt? Ne? Wer ist es? Es gefällt uns nicht und das ist, wo ich hin möchte. Mein Ruf in der Branche, der geht natürlich von, naja, lassen Sie mich sagen, sehr, sehr schwierig bis hin zu absolute definite asshole. Und diesen Ruf gilt es mit allen Mitteln zu verteidigen, weil ich bin ein Unangepasster in einem angepassten Geschäft. Man kann mir nicht abstreiten, dass ich einen schizoiden Anfall kriege, wenn mich ein intelligenter Medienkollege doch wirklich fragt, Falco, jetzt sag uns doch einmal, ganz klar, wie viel Prozent von dir sind Hans Hötzl und wie viel Prozent sind Falco? Ja, also bitte, da denke ich mir, um Gottes Willen, wo lebe ich? Das ist doch eigentlich, hier wagte es einer, zu versuchen, aus sich hervorzutreten, um eine Person darzustellen, wie es halt ist in der darstellenden Kunst. Ja? Und das ist auf einmal so seltsam. Und was ist das so seltsam? Und ich lese heute noch, nach 12 Berufsjahren, auf den Titelblättern von namhaften österreichischen Zeitungen, Falco Hansi Hötzl. Damit beweist der Redakteur einige Dinge. Er beweist damit, dass er nach 12 Jahren noch immer nicht weiß, wie ich heiße. Er beweist damit, dass der Hansi ja noch immer der Hansi ist. Ich sage euch eins für alle Mal, Hansi gibt es keinen mehr. Ja? Und er beweist damit auch, dass er irgendwie ignoriert, dass es hier ganz einfach um die Einführung eines Markenartikels ging, der Fleisch und Blut ist, aber der wirklich keine Minute seines Lebens mehr damit verschwenden möchte, zu erklären, wie viel er selber ist und wie viel er sich gestylt und aufgesetzt oder sonst irgendwas getan hat. Er ist ganz einfach. Der Kick beim Schreiben für mich ist immer der, wie kommt es aus dem Mund? Wir haben ja mit der deutschen Sprache zwar eine unglaubliche Möglichkeit von der Vielfältigkeit her, die englische für mich nicht hat. Aber auch natürlich das große Handicap der Ks und der Rs und der St und es war von Anfang an eine Begabung, eben, glaube ich, die deutsche Sprache mit Zuhilfenahme englischer Idioms, die ja eigentlich ja aber auch schon integriert sind in unsere Umgangssprache, so flüssig zu machen, dass sie halt da drauf gehen auf diese Popmusik, weil Popmusik ist nicht unser Kulturgut. Schwarzbraun ist die Haselnuss, ist das eigentlich, oder was weiß ich, Richard Wagner oder Mozart oder sonst was. Nur ich habe also in meiner Kindheit, in meiner Jugend, bin aufgewachsen mit der Musik und ich sehe keinen Grund, sie nicht zu adaptieren für meinen Kulturgebrauch. Sagen Sie mal, Falco, was wollen Sie uns sagen mit dem Lied? Kinder, ich erkläre nichts mehr. Ich habe zwar als Künstler Stellung zu beziehen, aber in erster Linie mehr zu mir als zu pausenlosen Analysen meiner Dinge. Mit den Puristen, um sie noch einmal anzusprechen, war ich ja deswegen immer auf dem Kriegsfuß, weil die sagen, Mann, der klaut ja da rum im Lexikon der Rock'n'Roll-Musik, na why not? Ich meine, sollen wir uns zu Tode langweilen oder was sollen wir tun? Amerika auf Falco 3 ist eine sehr zynische Auseinandersetzung mit dieser Touristikpolemik, die da betrieben wird. Ja. Wenn der Mr. Smith ein Glotzen hat, verkauft man ihm einen kaum. Ne? Okay, der Herr war dick, das Madel slick, so den er lallend fragt, what's your name? Ein name 2000 Cash, das Dirndl sagt. Also, was brauche ich mehr sagen? Ne? Das ist kein Vorwurf an Amerika, weil die kennen auch nichts dafür, dass sie so sind, wie sie sind. Ja?
the message has to be having a good time, because there's no other way on that world. Ich glaube nicht, dass du und ich oder wir irgendwas verändern werden in dieser Welt. Ich glaube nur, dass wir eine Funktion haben, eine wichtige Funktion, nämlich die zu sagen, kommt zumindest für 3-4 Minuten, während ihr dieses Lied hört, weg aus eurem Alltag und weg aus der Atmosphäre, die vergiftet ist. Und ich glaube, die Atmosphäre auf dieser Welt ist vergiftet. Ich glaube, dass ich eines gelernt habe. Ich kann sein, wie ich will, ich sollte irgendwie echt sein. Ich kann mir nichts aufsetzen. Wenn ich verwirrt bin, und ich bin in Interviews sehr oft verwirrt, weil oft sterben mir Lampen und ich bin von einer Minute auf die andere so schlecht drauf oder irgendwie geht da raus. Es ist wie das Wetter. Nicht? Man kann sich zwar zu Interviews, gerade wenn man sich der Öffentlichkeit präsentieren möchte, gewisse Dinge zurechtlegen, aber einem Wahnsinnigen wie mir passiert es oft, dass das dann alles mit einem Wupp weg ist und ich bin sowas von schlecht drauf und sowas von launisch und komme irgendwie rüber wie das allerletzte. So von wegen, ja und da ist Wien und da ist das und so. Kann passieren, wird mir auch laufend weiter passieren. Nur tun da die Jahre schon das ihre. Ich glaube, dass ich meine Hausaufgaben gemacht habe, zu sagen, mit einer generösen Geste all diese Fragen wegzuwischen und zu sagen, ich habe mir gar nichts mehr zu beweisen. Nimmt mir keiner an. Das nimmt mir keiner ab, weil jeder weiß, dass ich mir an jeder Häuserecke in Wien irgendwas zu beweisen habe. Und sei es nur gut drauf zu sein oder schlecht drauf zu sein oder sonst was. Was ich gelernt habe, ist, man verblutet relativ schnell, wenn man also nicht aufpasst. Wenn man also, ich glaube, dass bei einem Künstler, und das ist ein wichtiger Punkt, den ich glaube gelernt zu haben, mehr um das geht, was er nicht zeigt, als das, was er zeigt. Und mit einem Welthit wie Amadeus passierte mir im Blitzeschnelle Folgendes. Auf einmal schaut eine Öffentlichkeit mit dem Brennglas auf einen Typen, der ein paar Jahre zuvor mit Brille und Lederjacke 7 Millionen Mal um die Welt gegangen ist und der eigentlich immer so sich selbst für einen Außenseiter gehalten hat. Und auf einmal gibt es einen Hit und natürlich wird man zum Opfer der Medien. Wenn man nicht aufpasst, na bitte, ich frage dich, woher hätte ich es wissen sollen? Noch dazu kam gerade zur selben Zeit meine Tochter, na mehr habe ich nicht gebraucht. Also war ich auf einmal einer Öffentlichkeit ausgesetzt und habe es auch nicht verhindert. Ich hätte also Abwehroffiziere gebraucht und dieses und jenes, also wirklich, oder hätte mich verstecken müssen. Nicht? Ich hätte auch sagen können, wie Michael Jackson oder was, jetzt habt ihr mich gern, ich mache mir jetzt da meine Burg und hier sind die Zinnen und bis hierher und nicht weiter. Ich liebe meine Tochter und meine Schlangen und meine Affen oder sonst irgendeinen Schwachsinn. Wollte ich auch nicht, bin ich nicht gewesen. Es hat gerade in einem so kleinen Land wie Österreich, wo fast jeder den anderen kennt, natürlich eine unglaubliche Dynamik auf einmal entwickelt gehabt. Nummer 1 in Amerika. Also ich muss da sagen, ich war gar nicht gut drauf, als ich hörte Nummer 1 in Amerika, weil ich wusste, was das für eine Belastung ist und ich habe fast 5 Jahre gebraucht, um die irgendwie einigermaßen loszuwerden. Sie kommt natürlich immer wieder so zurück, so hinterfotzert ein bisschen und so, na was ist jetzt gar Nummer 1 mehr in Amerika heute? Und so sage ich, ja, um das geht es eigentlich nicht mehr. Ich bemühe mich, mich zu benehmen wie ein Mensch und versuche niemanden auf die Füße zu steigen. Und wenn mir einer auf die Füße steigt, dann rauche ich mir Zigaretten an und blase ihm um.